Als wir vor fast 20 Jahren, 2001, begannen, die Dauerausstellung des Landesmuseums für Vorgeschichte neu zu gestalten, überlegten wir uns sehr sorgfältig, wie man das machen sollte. Und wir hatten natürlich auch eine gewisse theoretische Basis. Was mich persönlich immer gestört hatte, ist, wenn Museen so vollkommen voll sind, dass man wie durch so einen Supermarkt läuft und die Räume nicht begreifen kann. Die Räume von Wilhelm Kreis sind hier sehr schön in wunderbarer Kubatur gestaltet. Wir wollten also nicht so einen Hamsterkäfig bauen, zum einen. Zum anderen hat mich persönlich immer gestört, wenn man im Museum gleichsam ein Buch vorfindet. Ein Buch lese ich lieber zu Hause. Es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, endlose Texte an den Wänden zu haben und endlose Erklärungen und Grafiken. Im Museum sollte das Original im Vordergrund stehen, aber auch nicht beliebig viele Originale, sondern Originale, die uns eine herausragende Aussage bieten, entweder ästhetisch oder informativ. Sie müssen sich vorstellen, das Landesmuseum verfügt in seinen Magazinen über mehr als 20 Millionen Funde und von denen können wir nur einen kleinen Promillebereich ausstellen. Da möchte das Beste ausgewählt sein und das haben meine hervorragenden Fachkollegen, die hier arbeiten im Museum und ich zusammen getan. Und dann haben wir das natürlich mit den Gestaltern immer gleich diskutiert. Das heißt mit Juraj Liptak und Karol Schauer. Das heißt, die Gestalter waren von Haus aus einbezogen in die Ausstellung und in das Ausstellungsmachen, sodass sie perfekt Bescheid wussten über den Inhalt. Und die den Inhalt machten, konnten sozusagen auch etwas die Gestaltung mitbestimmen. Letztlich aber wird alles von Gestaltungsideen getragen, denn aus meiner Sicht ist das Wichtigste in so einem Museum, dass man in jedem Raum die tragende Idee des Raumes in einem Bild verdichtet, und zwar in einem assoziativen Bild, einem Bild, das sozusagen symbolisch den Kern des Wissens, den entscheidenden Punkt des Wissens zusammenfasst. Wir haben den Neandertaler sehen können und der Neandertaler als Denker fasst perfekt zusammen, was die Kollegen der Paläolithforschung glauben, nämlich dass Homo erectus und Neandertaler und der Frühmensch, der frühe Sapiens natürlich äußerst fähige Menschen waren, die vermutlich sprechen konnten und über hohe kognitive Fähigkeiten verfügten. Und das zeigt der Denker, glaube ich, perfekt. Im nächsten Raum kann man dann sehen, dass ein Gletscher durch die Decke tropft gleichsam. Man sieht die Wucht des Eises und diese ganzen komplizierten Eiszeiten werden aufgelöst in ein Bild, das sich einprägt. Am Beginn des Neolithikums, der Zeit, in der alles transformiert wird, in der die Sesshaftigkeit entsteht und wenn Sie so wollen, in der die Steuererklärung und der moderne Staat beginnen, in der die Massengesellschaft beginnt, in der die Bevölkerungsexplosion beginnt, in dieser Zeit, nicht, da stoßen Sie, wenn Sie durch die Tür gehen, auf eine große Lehmwand, die das zeigt, was die Zeit ausmacht, die ersten festen Siedlungen. Und dann kommt man in einem Raum, in dem man wie hinter mir Tausende von Steinbeilen sieht. Das symbolisiert die Transformation der Natur. Man hackt die ganzen Wälder ab und schafft für immer offene Flächen und Felder. Und so geht es im Museum weiter. Ein Bild folgt dem nächsten und all diese Bilder sind, wenn Sie so wollen, exformativ, nicht informativ. Es ist nicht, wir machen Werbung wie ein Discounter für die Suppendose, die kostet 69 Cent, sondern wir zeigen sozusagen die Essenz, wir machen ein assoziatives Bild, wo jeder sofort eigene Ideen hat, eigene Bilder findet, etwa wie wenn Sie am Horizont eine Rauchsäule sehen, dann denkt der eine an das Kartoffelfeuer eines Bauern, der nächste denkt an den Unfall am Autobahnkreuz. Aber es ist eine starke Assoziation, das heißt, ein Bild erzeugt viele, viele andere Bilder. Und mit diesem System versuchen wir hier, die tragenden Ideen des Museums, die tragenden Informationen der einzelnen Räume zu kommunizieren. Und wir glauben, dass das ganz gut funktioniert. Man kann also durchs Museum schlendern und in kurzer Zeit vieles erfassen. Man kann aber auch, und das ist das Besondere bei uns, Schubladen öffnen und das Wissen vertiefen. Man kann in einer Stunde durchs Museum gehen oder in 5 Tagen. Und das ist die besondere Spezialität des Museums, man hat
originale Fundsituationen in sogenannten Blockbergungen, die an den Wänden montiert, ganz eindrucksvoll einen wirklichen Eindruck geben der Situation, die der Archäologe vor Ort vorfindet. Summa summarum, das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle bietet Ihnen die ganzen Facetten der Archäologie, aber nicht nur ästhetische Kunstwerke, sondern den Gesamtzusammenhang der Menschheitsgeschichte über 400.000 Jahre. Das ist, glaube ich, etwas Besonderes. Ich freue mich, wenn Sie uns, sobald das möglich ist, wieder besuchen können.